Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da gibt es natürlich mal ein Zuschauerwunschvideo und euer Wunsch war es gewesen, komplett mal die ND-Filter für die DJI Mini 2 erklärt zu bekommen. Und nichts ist besser als das Wetter am heutigen Tage, denn es liegt Schnee und es ist Sonne. Ideale Voraussetzung für ND-Filter und los geht's mit diesem Video. Am Anfang müssen wir natürlich klären, wofür brauche ich denn überhaupt ND-Filter? Gerade für die DJI Mini 2 oder die DJI Mavic Mini. Das ist ganz einfach zu erklären. Ihr seht, wir haben heute Schnee und wir haben heute Sonne und das ist natürlich eine unwahrscheinliche Helligkeit. Und ihr seht natürlich auch, dass ich hier bei der Moderation die Augen zukneifen muss. Und das machen normalerweise die großen Drohnen, das heißt die Schwestern von der DJI Mini 2 ebenfalls mit der Blende. Jetzt hat die DJI Mini 2 nur eine feste Blende. Das heißt, ich kann die Blende nicht verstellen. Das heißt, die DJI Mini 2 müsste normalerweise bei so einem Wetter mit ganz offenen Augen rumfliegen, weil sie die Blende nicht verstellen kann. Also kommen jetzt die ND-Filter ins Spiel. Das heißt, ich setze mir natürlich die erste Sonnenbrille auf und ihr wisst, klar, man kann viel mehr erkennen, wenn man eine Sonnenbrille auf hat. Bei so einem Wetter, die Welt ist noch schöner und die Augen können natürlich auch geöffnet bleiben. So, das ist die niedrigste Stufe eines ND-Filters und jetzt sage ich mir, Mensch, die Gläser sind noch ein bisschen zu dünn, viele Sachen sind noch überbelichtet in meinem Auge. Das heißt, ich muss nicht die Sonnenbrille aufsetzen, ich muss ganz einfach eine andere Sonnenbrille aufsetzen und das mache ich jetzt auch mal. Dementsprechend ist es natürlich jetzt ein bisschen dunkler. Ich kann viele verschiedene Einzelheiten erkennen und genau so geht es natürlich mit ND-Filtern. ND-Filter sind nichts weiter als eine Sonnenbrille für eure DJI Mini 2, weil diese ja die Blende nicht verstellen kann, weil die fest ist. Und jetzt klären wir mal komplett alle ND-Filter, was die für eine Funktion haben. Wir testen das 8-fach ND-Filterset von Freewell. Dieser Box liegen 8 ND-Filter bei, 3 sind normale ND-Filter, 4 davon sind sogenannte ND-PL-Filter und diese sind variabel und ihr könnt die Polarisierung mit einem Rechts- oder Linksdreh von der mittigen Markierung am Drehrad noch einstellen und anpassen. Bitte beachtet, dass ihr, wenn möglich, nicht auf den Filter raufkommt, da sonst euer Fingerabdruck auf dem Filter das Bild beeinträchtigen kann. Das Anbringen der Filter ist relativ einfach gestaltet. Mit dem hinteren Haken setzt ihr den Filter langsam auf den Gimbal der Drohne und bitte beachtet, die Drohne muss ausgeschaltet sein, da ihr sonst den Gimbal beschädigen könnt. Im Idealfall sitzt der Filter gleich beim ersten Mal und es klickt leicht, dann ist er fest. Ansonsten bitte nochmal prüfen, ob alles sitzt, erst dann die Drohne einschalten. Das Gewicht der Filter ist so minimal, dass die Mini 2 nicht die 250 Gramm Marke überschreitet. Natürlich kann man die Belichtung auch über die Verschlusszeit und die ISO regeln. Hier gilt die Faustregel, Verschlusszeit bitte doppelt so hoch einstellen wie die Framerate vom Video. Dies hat den Effekt, dass man die natürliche Unschärfe in das Video bekommt und das ähnelt der Sichtweise des menschlichen Auges und erzeugt ein flüssiges, leicht unscharfes Bild. Für unseren Filtertest, da filme ich in 4K 30 fps, das heißt, ich stelle die Verschlusszeit auf 1/60 und die ISO, die bleibt natürlich bei dem niedrigsten Wert von 100 bei dieser starken Helligkeit. Die Wahl des richtigen ND-Filters ist immer Ermessenssache und richtet sich nach der Helligkeit und anderen Umgebungssituationen. In der Freewell Box, da haben wir einen ND4, ND8 und ND16 Filter. Weiterhin bekommen wir noch einen CPL-Filter und dieser reduziert Spiegelungen, zum Beispiel auf Wasserflächen. Weiterhin 4 ND-PL-Filter mit den Stufen 8, 16, 32 und 64. Wie ihr sehen könnt, sind doch schon starke Unterschiede in der Belichtung des Bildes zu erkennen. Bei diesem starken Sonnenlicht und Schnee dazu würde man 32 bis 64 ND-Filterstärke nehmen, da hier die Belichtung am optimalsten ist. Man könnte natürlich auch mit der Verschlusszeit höher gehen, aber um euch das deutlich zu zeigen, bin ich mit der Verschlusszeit und der ISO immer gleich geblieben, damit man anhand der Schraffierung im Bild die Unterschiede der verschiedenen ND-Filter deutlicher erkennen kann. Als Empfehlung kann man hier sagen, wenn es bewölkt ist, ohne direktes Sonnenlicht, da braucht man keinen ND-Filter. Leicht sonnig bedeutet, ihr benötigt ND4 bis ND8 Filter. Bei starker Sonne sind dann schon ND16 und 32 Filter anzuwenden. Und bei starker Sonne mit reflektierenden Flächen wie heller Strandsand oder Schnee, da empfehlen sich natürlich ND32 bis ND64 Filter mit Polarisierung.
Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die ganzen ND-Filter etwas näher bringen, euch das Ganze mal erklären und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen bei euch. Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen möchtet zu diesem Thema, sehr gerne hier direkt in meinen Videobeschreibung oder ein Like, da freue ich mich natürlich auch. Ebenfalls ein Abo. Vielen, vielen Dank und gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.